24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Wise. Feel the difference. Scotty Just Grill Anywhere. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 14. Folge des YPC Bank 2022 und damit zur letzten und entscheidenden Episode in der Gruppe C. Auch wenn Tabellenführer Toon van Ham von Westin bereits mit 1,5 Beinen im Halbfinale steht, ist heute mit reichlich Spannung zu rechnen, denn dahinter geht es verdammt knapp zu. Mark Paczowski von Ilex liegt mit 396 Punkten auf Platz 2. Er ist weiter auf der Suche nach dem fehlenden Zander. Daniel Andriani hat dasselbe Problem. Auch ihm fehlt der Zander. Er liegt 4 Punkte hinter Mark auf Platz 3. Stroft Pro-Staffer Flo Hassenflug braucht den Zander ebenfalls noch. Insgesamt muss er noch 2 maßige Fische in die Wertung einbringen, um die Fullcard zu erlangen. Quantum-Teamangler Jonas Töllner, aktuell auf Platz 5, braucht noch einen Barsch und 2 beliebige Fische. Christian Wienicke von Savage Gear, der noch bei 0 Punkten steht, hat auch am neuen Spot kein Glück. Normalerweise war es so, wenn man in den Spot gekommen ist, die Fische waren da. Auf die ersten 10 Würfe gab es immer Fisch. Heute Pustekuchen. Es ist echt ein Trauerspiel. Ja, Leute, da ist man langsam echt der Verzweiflung nah, wenn gar nichts funktioniert, was man im Training herausgefunden hat. So schöne Fische. Tja, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Jeder Wurf kann die Wende bringen. Was bleibt mir anderes übrig? So, wir machen jetzt wieder einen Spotwechsel. Es ist ja wenigstens ein Fisch jetzt gekommen für die Wertung. Somit können wir uns jetzt halt wirklich noch mal wieder auf Barsch. Also eigentlich sind wir hierher gefahren, um Barsch zu fangen. Haben wir ja auch geschafft. In gewaltigem Ausmaß. Wir fahren jetzt an eine Stelle, da werden wir auch wirklich, da kannst du eine Viertelstunde angeln. Wenn da nichts kommt, wird es auch gleich weitergehen. Also jetzt geht es eher Richtung Spothopping, anstatt gemütlich so hier auf einer Buhne in der Sonne zu sitzen. Mal schauen, wir können da quasi aus dem Kofferraum gleich raus angeln. Müssen wir zumindest nicht irgendwie Zeit verbraten mit groß laufen. Hat ja auch mal einen Vorteil. Hatten wir im Training halt auch Barsch und Zander. Ist aber halt wirklich nur ein kleinerer Bereich, deswegen wird es da relativ schnell gehen. Das ist ein bisschen ärgerlich, genau an dem Platz, wo wir jetzt angeln wollten, weil die Strömung da am besten kommt, liegt ein Boot. Weil hier haben wir noch so ein bisschen die Strömungskante nämlich. Aber ich werde da gleich trotzdem versuchen zu angeln. So we arrived at one of my topwater spots. We take a different rod, different landing net. The big pike bait's out. And 1 box in it, you don't need much. You just need 1 box with some small topwater baits for perch. Undersized is okay, we don't need a big perch on topwater. Would be cool of course, but just a small box with some lures. We don't need much more. I'll take 1 box with me with crankbaits maybe. So maybe we can use it for if a perch is following and he doesn't want to take it again.
There we go. So, wir sind jetzt hier ein bisschen näher an Hauptstrom. Einfach an andere Stelle. Grundsätzlich, ich denke, die Zander sind ja überall. Man braucht natürlich ein bisschen Glück, dass man dann wirft direkt vor einer quasi. Aber jetzt sind wir ein bisschen näher an Hauptstrom und vielleicht sind die Zander jetzt hier. Ich würde erstmal probieren, ein bisschen näher, sage ich mal, zum Ufer, also der Steinkante entlang und dann immer ein bisschen weiter draußen. Hier ist auch eine schöne so Strömung hier drin. Es kommt so der Hauptstrom und dann diesen Seitenarm, wo es runter zum Schleuser geht und ja, schon eigentlich sehr interessante Struktur und Gewässerbedingungen hier. Daniel gibt alles, um am großen Fluss seinen Wertungszander zu fangen, und auch Mark ist verbissen am Kämpfen. Na, das wird nix. Auf zu den nächsten Buhnen. Macht auch überhaupt keinen Spaß, das Buhnen. Vielleicht breche ich das bald ab. So, wir haben jetzt den Platz gewechselt. Hier ist ein Auslauf von einem Klärwerk, wo die das gefilterte Wasser wieder einspeisen in den Fluss. Das hat auch ein bisschen eine andere Farbe. Das sieht man da vorne gleich wunderschön. Da mischt sich, dass es relativ klar aus dem Klärwerk kommt. Und der Hauptfluss ist recht trübe. Und hier kann man theoretisch alles Mögliche fangen. Aber heute steht hier alles voll mit Baitfisch. Mal gucken, ob die überhaupt Lust haben auf unsere Kunstköder. Total idyllischer Platz hier, oder? Schön, neben so einem laufenden Schiff. Ich verstehe auch immer nicht, warum sie die laufen lassen. Irgendwas für eine Begründung. Fisch. Oh nein, nicht Wellen jetzt hier. Zander. Ach, das gibt's doch nicht. Ja. 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 Aber kein Barsch, Mann. Schade. Aber ein ganz guter Zander. Vorsicht, Rute! 49,5, dadurch 50. Na, wo kommst du her? Er schwimmt dagegen gerade. Ja, alles gut. Nicht filmen, nicht filmen. Das kommt, wenn man einen Fisch hier in irgendwie 10 Meter Spundwand fängt. Aber es hat geklappt. Fisch war draußen. Köder. Ein ganz kleiner 2,4 Inch BS-Shed. Brutfisch wollte er halt haben. Nicht der gewünschte Barsch, doch dieser schöne Zander hilft Jonas dennoch weiter. Er klettert an Flo vorbei und ist jetzt Vierter. Ja, dieser Spot ist eigentlich so ein richtig typischer Zanderspot für dieses Tidengewässer, wo wir hier sind. Das ist halt eine lange Hafenbuhne, wir haben hier eine super Strömungskante. Das Wasser dreht sich hier rein, wir haben Kehrströmung. Also eigentlich alles das, was das Zander-Anglerherz begehrt. Die Fische kommen hier automatisch lang. Im Hafen sind sowieso immer welche, also die ziehen hier von links nach rechts. Die können aus vielen verschiedenen Richtungen kommen. Eigentlich ein sehr, sehr verlässlicher Bereich. Außer wenn ich im YPC komme, dann nicht mehr. Ja. Naja, man muss das Ganze mit ein bisschen Humor nehmen. Mehr wie Angeln kann ich dann am Ende auch nicht machen. Auch wenn es innerlich natürlich schon brennt, wenn man so will. Weil ich es nicht ganz verstehe. Aber gut, es ist wie es ist. So, wie ihr seht, ist das Boot gerade weggefahren. Da vorne fährt es noch. Ich bleibe jetzt hier noch 5, maximal 10 Minuten, dass sich das hier einmal wieder beruhigt hat und die normale Strömung wieder stattfindet. Ich hatte noch einen Kontakt, da gehe ich auch ganz stark von aus, dass es ein Barsch war. Aber
jetzt seit den letzten 10 Minuten halt auch nichts mehr. Der Punkt ist halt so minimal klein, da muss der Fisch halt draufziehen und ja, komm. Deswegen warte ich jetzt noch einmal, dass sich das hier wieder alles den normalen Stromlauf quasi angepasst hat und dann wird es weitergehen. Also für Barsch haben wir jetzt noch 2 Stellen. Die eine ist auch einfach wieder eine Brücke, wo Schatten ist. Die ist dann eher wahrscheinlich für einen größeren Fisch gut. Aber die Wahrscheinlichkeit oder die Chance halt einzufangen ist dementsprechend halt auch kleiner. Und dann haben wir noch einen zweiten Punkt. Ich hoffe einfach, wir müssen den nicht mehr anfahren, sondern können dann noch mal eine Stunde oder so auf Hecht angeln. Wir schauen einfach mal. Ich hoffe einfach, dass jetzt hier einer beißt, dann können wir direkt Hecht angeln gehen. Ja, wir sind jetzt hier an den See gefahren, in der Wohnsiedlung, und probieren jetzt hier noch mal einen Hecht zu fangen. Haben hier im Training ein paar richtig große Hechte gesehen schon, wie sie den Ködern langsam gefolgt sind. Ja, mal schauen. Aber da war nicht ganz so viel Sonne. Die sind relativ flach, die Seen. Es ist sehr, sehr viel Kraut, komplett verkrautet hier alles. Also perfekt sieht es auf jeden Fall aus. Mal schauen. Crazy, yeah? I know they are here, the perch, but they don't take it. Let's try some zander jigging. With a light jig. See if we can catch one. If they are here, then it shouldn't take 2 casts. And if they're not here, we know it immediately as well. Well, if they are here, they're here with quite a few of them. Yeah! Fish on! I told you! Zander. If they're here, it doesn't take many casts. It's not it's sizable, but it's not an improvement. But we have one. Cool! Really light jigging for Zander. Show him to the camera quickly and then we let him go. First cast. There you go. Nice, good strike. Soon another cast. They are here. Then we might catch a big one. We might. Fish! Oh, that was such a big fish. What a strike. That was a big sander. What a weight was on it. Shit. I told you, if they are here with a lot of them. I knew this was a perch. It's not an upgrade, but we have another fish on. Not a big one, but sizable. I told you they are here, but they don't take the top water. So, it goes back. Last cast here. Then I'll let it rest. I have some more zander spots, but I keep my hands off it for the second round. I think it might be useful if we don't catch the zander in the second round quick. I come here. I go top water fishing now. Fast unverschämt, wie Ton auf Ansage einen maßigen Zander fängt, den Daniel, Marc, Flo und Christian aktuell so dringend brauchen würden. Come on, baby, give me a setting. Fish. Ups. Oh, der ist wieder zu klein. Scheiße. Schade, Leute. Der hätte ja jetzt wenigstens mal 42 haben können. Da hätte man ein bisschen Barschangeln fahren können. Ich würde sagen, ich habe mir jetzt mal einen maßigen Zander verdient. Und wenn er nur 42 hat. Come on, baby. So, jetzt noch einmal über Bleitfischen. Das mögen die Barsche ja auch immer ganz gerne. Auch wenn es hier jetzt quasi ja, sehr flach ist, aber sehr kleiner Bereich ist und man eher vertikal angelt, aber Schaden tut das auf keinen Fall. Nur 15 Gramm. Schauen wir mal. Just give me a tatty. Smash it on. Bite it hard and bite it strong and bite it in.
You see them? You were for real. You were 10 behind. Fisch. Nee. Ja. Okay, ja, super. Jetzt brauchen wir noch einen Barsch, dann haben wir eine Full Card. Barsch, 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 Barsch. Der dritte Wertungszander für Jonas und mit nun 5 Fischen ist der Marc und Daniel dicht auf den Fersen. Ein maßiger Barsch würde ihm momentan zur Qualifikation reichen. Ja, wir brechen jetzt ab hier beim Spot, weil es bringt uns nichts, wenn wir die Full Cut nicht haben. Wir brauchen jetzt einen Barsch. Das ist das Ziel. Wir brauchen jetzt einen Barsch. Denn haben wir wenigstens das, oder ich habe das, was ich gerne haben wollte. Ich würde gerne eine Full Cut fischen. Ich habe einen dicken Hecht gefangen. Wenn wir jetzt die Full Cut noch haben, bin ich zufrieden. Die anderen Jungs sind wahrscheinlich weit, weit, weit voraus. Wir hören ja heute nichts von den Ergebnissen. Aber ich bin selber zufrieden, wenn ich eine Full Cut hätte. Deswegen ein Barsch. Vielleicht ein 45er. Dann sage ich sogar, dass es Chancen gibt, weiterzukommen. Wir werden jetzt zurückgehen an den Spot, wo ich den Fisch bekommen habe. Habt ihr ein bisschen in Ruhe gelassen. Und jetzt muss er liefern. Ein Fisch, der einfach 4 cm größer ist als der letzte. Ein Riesenstruggle. Zeit läuft natürlich. Und ja, alles wird knapper. Ich mache die Route schnell hier ready. So, wir sind jetzt ganz woanders. In diesem Gebiet habe ich die Hoffnung bzw. die Chance auf alle 3 Fischarten an diesen Spots. Und ich werde zuerst mit einem Chatterbait das Ganze abwerfen, danach mit Jig Spinner. Das hier ist der Crazy Swim Jig, unser neuer Chatterbait. Arbeitet super gut mit dem Pintail und macht extrem unberechenbare Bewegung. Also ein richtig, richtig guter Chatterbait, hat schon schöne Fische gebracht. Und ich hoffe einfach, dass er das Ganze jetzt wiederholt. Ich probiere es mit Schwarz-Rot, das ist eigentlich eine sehr gute Farbe. Schöne Kontraste sind das. Und dann hoffe ich doch jetzt endlich mal meinen ersten Fisch zu erwischen. Fisch. Mein Albtraum geht einfach weiter. Was soll ich sagen? Kann mich mal bitte einer kneifen, damit ich aufwache? Es ist echt. Tja, da war ein schöner, dicker Barsch. Tja. Crazy Swim Jig hat diesen Biss gebracht. Ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen
mir bleibt gerade ein bisschen die Luft weg. Also wenn es schon schlecht läuft, dann passiert auch noch sowas. Nicht mal mein Ehrenfisch ist mir gegönnt. Tja, wir machen noch einen Wurf. Scotty, der erste steckbare Gasgrill der Welt. I want to try a polder where I know there are some big pikes. Just in case, maybe we catch one. And after that, I think I'll try some topwater for pike. I'm not really common to it. I don't do it a lot, topwater fishing for pike. But in our group there are some guys, I'm not going to say the name, who catch really big pike on topwater baits. So I'm quite curious about that. And I have to say again, that's just such a crazy catch. I never heard of a pike that big on a topwater lure in the Netherlands. Like maybe in Siberia or something, but not in the Netherlands, I thought. I thought wrong, apparently. So guys, small break. Let's eat something to gain some new energy. And after that we go for it again. Während sich Ton etwas stärkt, befindet sich Marc nicht mehr am, sondern auf dem Wasser. Ich werde die Zeit auf der Fähre jetzt mal nutzen. Wir machen jetzt einen kompletten Gebietswechsel quasi, fangen an einem ganz anderen Fluss. Und ich glaube, dass Ton da am ersten Tag unterwegs war. Dem werde ich jetzt mal eine WhatsApp schreiben, ob er vielleicht irgendwie einen Tipp hat, wo man dann Zander herbekommt. Ton liegt, glaube ich, ganz gut. Also lag ja am ersten Tag schon mit einer vollen Karte ganz vorne. Und ich denke, den Hecht wird er leicht verbessern können. Deswegen schreibe ich ihm jetzt einfach mal, ob er vielleicht einen Tipp für mich hat. Hi, it's Mark. Hey, how is it going? Any tip to find Zander in zone 4? Alright guys, so let's joke a bit with Mark. We're going to send a spot at the other side of zone 4, so that's probably a 2-hour drive for him. Just to see his reaction. We will give him a spot closer by as well. But I'm curious to see what he is saying. Here we go. I think it's a 2-hour drive easily. So, angekommen am nächsten Spot. Wir hatten ein bisschen Fahrzeit, aber ich habe eine Nachricht von Ton von Hamm. Oh hey man, er hat mir einen Google-Spot geschickt tatsächlich, Ton. Cool, aber wo ist das? Boah, das ist ja mal sehr, sehr, sehr weit weg. Also Ton, vielen Dank, thank you for the spot, but das ist zu weit weg, ich glaube, das mache ich nicht. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich kann mal gucken. 1,5 Stunden Fahrzeit. Auf gar keinen Fall. Ich muss es hier probieren. Aber cool, dass er mir einen Spot geschickt hat. Alright, we arrived at a different spot to try and catch pike again. What else? So we have a spot where I know it contains really big pike and maybe they want to bite. I'm not sure. It's a pressured spot. But I did catch some big pikes in training. So, we sent him a real spot and good luck. I hope he catches it. And now we are going to try and catch a really big pike here. It's possible. I know they are here.
I caught in training a 97 and another one I know caught a 112. So really is a spot that contains some huge pike. Neue Nachricht von Ton. Er hat mich wohl nur verarscht mit diesem Spot, der so weit weg ist. Hat mir jetzt einen neuen geschickt. Cool, okay, das ist nicht ganz so weit weg. Ja, das werde ich vielleicht dann doch nochmal ausprobieren. Ich fische jetzt aber noch ein bisschen. Ein klein wenig Zeit habe ich ja noch. Ich fische jetzt noch ein bisschen auf Barschen. Vielleicht probiere ich die letzte Stunde oder so auf Zander. Auf jeden Fall danke Ton, coole Aktion. Ich hoffe, da kriege ich noch mal einen Zander. Marc darf sich tatsächlich auch über einen ernst gemeinten Zander-Spot-Tipp freuen, während Flo weiterhin auf Hechtjagd ist. Der Beutefisch ist da, Rotaugen, Rotfedern, Brassen, hier vorne Riesenviecher, Karpfen vielleicht auch. Aber die Hechte sind wahrscheinlich auch da, aber haben einfach keinen Hunger. Das gibt's doch gar nicht. Oh, wer bist du denn? Wer war das denn? Oho. Wer war das denn? Gerade unterm Boot. War das auch ein Brassen? Oder war das ein Hecht? Nee, auch ein Brassen leider. Da kommt er gerade wieder rausgedackelt. Ah. Vorne ist ein Karpfen. Alles voll mit Weißfisch. Nicht mit Raubfischen. Ja, wir machen jetzt ja wie gesagt dieses Barsche suchen. Wir hatten hier unter der Brücke immer mal so einen Brückenbewacher. Also Tendenz, wenn einer kommt, ist es ein guter. Wollten wir deswegen auf jeden Fall noch mal antesten, weil 8 Minuten vom Platz von eben entfernt. Wir werden hier ja, vielleicht noch 10 Minuten, 15 Minuten angeln, wenn nichts kommt. Auch wenn was kommt, dann gehen wir auch was anderes machen. Weil hier ist es halt eher so ein All-In-Platz, sag ich mal. Es ist flach, es ist Druck immer mal wieder, wenn ein Boot draußen vorbeikommt. Und Schatten von der Brücke. Deswegen ist der Platz eigentlich nur interessant, weil es eine Einfahrt quasi, keine Ahnung, was das hier sein soll, Anwohnerteich. Und der Schatten ist vor allem wichtig. Schatten ist jetzt bei diesen Temperaturen, die wir hier haben, total wichtig. Für alle, die das letzte Mal nicht gesehen haben, die wundern sich jetzt vielleicht, wieso ich hier anfange, meine Schnur einzufetten mit so einem Fettstift. Zum Topwaterangeln ist es ganz wichtig, dass die Schnur schwimmt. Und vor allem gerade wenn man so ein dünnes Stahlvorfach hier davor hat, man sollte immer mit einem sehr dünnen Stahlvorfach angeln. Das ist jetzt, glaube ich, irgendwie 4 Kilo von Sunline. Das lässt sich auch sehr gut knoten. Ich habe hier meine monophile Schnur direkt an das Stahlvorfach geknotet. Sehr dünn, sehr leicht. Und das fette ich ein, damit es schwimmt, dass es eben nicht absinkt, wenn ich eine Pause mache mit dem Topwater-Köder und die Schnur dann quasi nach unten im Wasser hängt, weil wenn ich dann wieder anfange, meinen Köder zu animieren, taucht er erstmal ab. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass immer alles schön sauber wirklich auf der Oberfläche läuft, um die Fische nicht misstrauisch zu machen. Und deshalb fette ich quasi meine Schnur ein. Um die schwimmen zu machen. Jetzt brauchen wir noch einen kleinen Popper. Dann nehmen wir hier so einen Chubby Popper von Elex. Im Moment ist der Baitfisch sehr, sehr klein. Und gerade bei den Rapfen ist es dann oft so, dass sie sich wirklich auf die Größe eingeschossen haben. Das heißt, wenn ihr dann größere Stickbaits angelt, ist es schwierig, die Rapfen zu fangen mit größeren Ködern. Deswegen immer versuchen, sich der Baitfischgröße anzupassen. Bei den Barschen ist das gar nicht so wichtig. Wenn ihr große Barsche fangen wollt, könnt ihr ruhig immer noch Stickbaits von, sagen wir, 7 bis 9 cm oder auch größer angeln. Aber größer würde ich eher im Herbst angeln. Jetzt im Frühjahr, im Sommer ist es dann so 7 bis 10 cm, sage ich mal, maximal. Aber beim Rapfen sollte man sich wirklich der Baitfischgröße anpassen. Und das ist im Moment halt wirklich winzig. Wir ziehen mal zur nächsten Brücke weiter, aber da auch nur ein paar Würfe. Wie gesagt, hier ist heute keiner zu Hause. Ist gerade auch Niedrigstand fast vom Wasser, deswegen ist es super flach. Klar, der Spot ist auch so nicht tief, der ist vielleicht so 1,20 Meter, wenn er Höchststand hat. Wir probieren es. Der unerbittliche Kampf ums Weiterkommen geht in die nächste Runde. Marc und Daniel fehlt nur noch ein Zander zur Fullcard, Jonas ein Barsch. Wer kann nach Ton als Zweiter die Karte voll machen?
Ah! Nochmal! Da ist er. Barsch. Safe ein Barsch. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Fulkat endlich. Der ist auch groß genug. Ist nicht groß, aber groß genug. Oh Gott. Husa. Husa. 26. Wie man sich über so einen kleinen Fisch freuen kann, ihr glaubt es nicht. Die Full Cut, das Ziel ist erreicht. Ab jetzt wird ein bisschen mit Spaß mehr geangelt und ohne Druck. Sehr schön. Ich bringe dich schnell wieder ins Wasser. So, geh nicht deinen Freunden petzen. Lass mich noch 2-3 Zentimeter mehr kriegen. Nicht da lang. Geh weg. Da schwimmt er. So ein kleiner Fisch und so wichtig. Ein kleiner Fisch mit einer großen Wirkung. Das Erreichen der Full Cut katapultiert Jonas auf Platz 2. Mark und Daniel rutschen je einen Platz nach unten. Doch auch bei Mark, der momentan gar nicht mehr auf Zander fischt, ist etwas passiert. Ja Leute, jetzt hatte ich endlich eine Attacke auf meinen Chubby Popper hier neben an der Spundwand. Hing leider nicht. Da kommen so ein paar Seerosen hoch und so ein bisschen Kraut. Und so wie der Fisch durchgestartet ist von der Seite, der war so in Lauerstellung, hat man so das Gefühl gehabt, mal richtig gesehen, wenn der losschießt. Glaube ich, es war ein Hecht. Also ich bin mir relativ sicher, dass das so ein 70er Hecht oder was war. Schade, dass der nicht hing, weil er hätte mir auf jeden Fall die 10 Topwater-Punkte gebracht und natürlich auch noch meine Punkte verbessert. Das ist jetzt sehr ärgerlich, aber das ist so beim Topwater-Angeln. Ich habe aber auch einen Fehler gemacht, ich habe den ja schon durchstarten sehen. Ich glaube, ich war auch ein bisschen zu schnell mit meinem Anschlag. Beim Topwater-Angeln sollte man immer warten, bis man, wenn man den Biss sieht, ist es oft viel zu früh oder den Schwall sieht quasi, weil der Fisch dann erst eben das Maul aufreißt und den Köder attackiert. Man sollte immer dem Fisch eigentlich die Chance geben, den Köder ordentlich zu packen und sich rumzudrehen, dass er wieder nach unten schwimmt. Das machen die ja dann, die packen den und schießen gleich wieder nach unten. In dem Moment sollte man eigentlich anschlagen. Nicht, wenn er den gerade attackiert, dann zieht man gerne mal aus dem Maul raus oder vom Maul weg. So habe ich es, glaube ich, gerade gemacht. Im Idealfall wartet man eine Sekunde und setzt dann erst den Anhieb. Naja, vielleicht kommt noch einer. Irgendeinen maßigen Fisch werde ich ja hoffentlich heute noch auf die Matte legen können. Fisch, Fisch! Wieder ein kleines Ding. Hat er 42? Leider zu klein. Ich hänge gleich noch mal einen größeren Köder dran. Oh, der ist besser. Ja, besser. Bam. Upgrade. So kann es laufen, oder? Schnell mal 10 Punkte mehr. 36. Ja. Mit 36 ist das auch schon Barsch, ne? Der nächste Barsch, und da die Größe deutlich besser ist, kann Jonas nochmal weitere 20 Punkte zwischen sich und seine Verfolger packen. Doch es bleibt dabei. Mark und Daniel würde ein kleiner Zander reichen, um Jonas einzuholen. Leichter gesagt als getan. Bei den beiden beißt es deutlich schlechter als beim Quantum-Mann. Fisch?
Nicht groß. Kein Upgrade. Der hat keine 26 plus. Ja, guck mal, so, das ist eigentlich Barschangeln. Das ist eigentlich Barschangeln. Das hat man mal welche gefunden. Wie gesagt, die dürfen jetzt gerne noch mal den dicken dabei haben. So, Hechtangeln, ja oder nein? Während Jonas über den nächsten Zielfisch grübelt, bereitet Flo eine absolute YPC-Premiere vor. Also wir haben gerade den Spot gewechselt, sind jetzt hier an einem Polder, eine Mündung eines anderen Polders in einem Polder rein. Der ist ein bisschen trüber, der andere ist ein bisschen klarer. Die haben wir im Training wirklich tolle Fische gefangen. Da war hier aber auch noch deutlich mehr Strömung, als es doll geregnet hat. Jetzt steht das Wasser, mal gucken. Ich werde jetzt gleich erstmal mit der Fliege anfangen, weil ich das Gefühl habe, hier wurde schon ein bisschen viel gefischt die letzten Tage. Das kennen Sie vielleicht noch nicht und vielleicht können wir da einen Hecht drauf fangen. Schauen wir mal. Ich werde nicht viele Würfe machen, aber es ist ein Versuch wert. Oh, das war das Kameragerät. Nochmal die Move. Scheiße, jetzt hänge ich am Kameragerät fest, hat der Hecht die Fliege genommen und verfehlt. Niemand, wait a second. Ja, gerade einen Hecht gehabt. Ich hänge hier leider im Kameraequipment fest. Der die Fliege sofort genommen beim ersten Wurf. Ist natürlich nicht hängen geblieben, weil ich keine Hand frei hatte zum Anschlagen. Natürlich jetzt sehr unglücklich. Der ist nochmal nachgeschwommen, steht jetzt irgendwo unter uns. Scheiße. Da ist ein Hecht hinterher. Aber hat sie nicht genommen. Wechseln mal ganz kurz die Stelle, geben der mal 2 Minuten Ruhe. Hier steht ein Hecht direkt unter meinen Füßen, der kam eben einmal schon hinterher. Hat die Fliege auch genommen gehabt. Jetzt steht er direkt unter mir, hat eben auch noch mal geguckt, aber jetzt ist er nicht mehr ganz so neugierig wie eben. Shit, shit, shit. Mal schauen. So, quick update. We have 2 more hours to fish. I'm not going to do my pike spots or sander spots. I don't think it makes sense. We will just try to catch a perch or a pike or an asp or any species on a topwater lure. So just the way we started. Let's go. Big pike. Fuck. My rod. Have you seen the blow up? Ooh, a really big pike on the topwater lure. It took it so hard, but it missed it. So we try again. Oh, yeah. Oh no. Because pikes, I know we can catch them on our own topwaters as well. Probably even easier than this small one. Okay, we take the popper. But he gave his shot already, I don't think. Oh, here he is. You see him? No, please no. I tried to take him on a jig. Oh no. Don't move, please. I think he got scared of me, so I'm not sure if he will take again. Okay, so we will leave this pike now, so that we can try to catch him when we are back here. We have to walk back anyway. And he took the popper full. He really wanted to take it inside his mouth, but he pushed it in the air, the first strike, but that's not on camera, sadly. But it was a really aggressive take, and he really wanted the popper. You could see it clearly. But now I think I scared him, so we leave him for like an hour or something, and we cast again when we're walking back.
Ja, wir probieren hier noch die Hechte irgendwie aktiv zu kriegen. Die sind zwar da, wir sehen die ja auch, aber sie wollen nicht so richtig beißen. Probieren jetzt mal einen Köder mit ein bisschen mehr Gewicht und den mal ein bisschen schneller zu führen, um vielleicht zu schauen, ob wir einen zum Biss getriggert bekommen. Bis jetzt hat es noch nicht so geklappt wie wir. Jedenfalls müssen wir später noch mal wiederkommen, falls wir noch Zeit haben. Ich habe befürchtet, dass der Zander wird extrem schwierig. Und leider meine Befürchtung bewahrheitet sich. Also die Zander sind auch sehr schwer, für mich zumindest. Aber immerhin, sage ich mal, genau auf dieser Stelle habe ich einen Biss gehabt und 2 untermaßige Zander. Es gibt mir schon ein bisschen Hoffnung. Ich glaube schon, dass die immer wieder hier vorbeiziehen. Ich muss sagen, vom Feeling her und von meinen Gefühlen, ich bin jetzt schon, ehrlich gesagt, ziemlich nervös. Also ich weiß, dass ich wirklich eine vernünftige Chance habe. Wenn ich einfach irgendeine maßige Zander fange, dann würde ich zumindest eine Chance haben. Ohne die, glaube ich, habe ich wirklich gar keine Chance, ehrlich gesagt. Ich denke, die anderen geht es auch nicht viel besser. Klar, außer dass die wirklich absolut verrückt gefangen haben und ein absolut sicheres Gefühl haben. So wie Ton. Ich denke, er fühlt sich ganz gut. Aber, und wahrscheinlich Marc auch. Aber ja, ich kann mir vorstellen, diese Nervousness, dass ich spüre, spürt auch einer oder die anderen auch. Das war jetzt kein Barsch, das war jetzt kein Zander. Ich bleib nicht hängen, wenn es denn einer war. Nee, es ist einfach zu warm. So Leute, wir wechseln jetzt nochmal den Spot. Wir kommen später nochmal schnell wieder her und werden wahrscheinlich hier dann die Zeit auslaufen lassen, ob wir noch einen von diesen Schönheiten erwischen. Heute läuft gar nichts so richtig nach Plan. Einen davon hätten wir gebraucht. Die sind alle groß. Mist. Yeah, pike. Crazy. What a take, big pike. Big pike. My knee hurts. My knee hurts. On the top water. Crazy! My God! Oh, oh, oh. Careful. We caught a pike on top water. Boom! And it's on the video! He smashed it! It might even be an upgrade. Uh-oh! What is happening, man? Alright guys, so I have a little problem. I have just a small tool for unhooking the pike, which I'm sorry for, because obviously that I know this is not perfect, this tool. But I can't help it. I lost my big plier today. So I have a kind of a problem that I have a small one. I already saw that he has like a gill coming out. So I assume someone else caught it already and drilled it a bit too hard actually. 81? Approved? Yeah. So guys, not the most beautiful pike I ever caught. But it is a pike and it counts. It's not only a topwater point, but also a 1 centimeter improvement. The 40 centimeter perch is improved by 1 centimeter by this 81 centimeter pike. Oh, there he goes already. Nice. 11 points. There we go. Let's keep on fishing with topwater. Really cool. Really cool. Ton fängt nicht nur unfassbar gut, er hat auch seine Punkte perfekt im Blick. Weitere 11 Zähler gehen auf sein Board. Er steht nun bei sagenhaften 523,3 Punkten. Der zweitplatzierte Jonas rechnet momentan eher nicht mit dem Weiterkommen. Also weiterkommen glaube ich nicht mit dem Fischen jetzt.
Da müsste noch ein Update kommen. Oh, jetzt kommen hier welche zum Baden. Jetzt kommen welche zum Baden. Hier unter der Brücke. Ja, warte, ich warte, bis sie reinspringen. Noch. Ich hätte keinen Bock. Hi. Ich hätte keinen Bock, hier drin zu baden. Vor allem nicht mit den Steinen, ey. Ein ja, poldern. Wir wechseln dann mal den Spot jetzt. Wir wechseln mal den Spot. Alter, stellt euch mal vor, das wäre gewesen, bevor wir hier gewesen wären. Mit sowas rechnet man ja nun nicht, dass da irgendwelche Kinder von der Brücke springen, oder? Ja, jetzt wollte ich noch mal zu meinem letzten Spot. Und das ist natürlich Stau. Was will man da noch sagen? Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber irgendwann muss man Realist sein und sagen, ganz harte Nummer hier. Naja, schauen wir mal, ob ich noch mal was vom Wasser erzählen kann. Also weiter geht's und drückt mir mal ein bisschen mehr die Daumen, bitte. Oh! What? He was really going to take it. I saw it just in time to go away. We almost... Hey, would it count? Because... Ah no, they said each type of fish. Damn it. So Leute, wie ihr seht, ich bin sowas am Schwitzen, ja. Das Ganze ist ein Riesenschwitz. Habe ich auch vorausgesagt. Ich mache doch einen letzten Spotwechsel. Der ganze Prozess wird ungefähr 14 Minuten dauern. 15 Minuten, sage ich mal, haben wir dann 45 Minuten an der letzten Stelle. Alles oder nichts. Shimano hat die innovative Flashboost-Technologie entwickelt. Ob in Aktion oder bei einem Spinstop, es werden permanent Lichtreflexionen ausgesendet. Eine durch Federn im Kunstköder fixierte Spiegelfolie vibriert und erzeugt dabei diffuse Reflexionen. Selbst wenn sich der Hardbait nicht bewegt, vibriert die Spiegelfolie weiter und blitzt auf. Sie haucht dem Köder Leben ein und triggert Raubfische zum Anbiss. Das ist Flashboost. Jetzt nochmal schnell den Spot gewechselt. Auch hier läuft wieder ein anderer Polder in den anderen Polder rein und hier mischen sich klares und trübes Wasser. Zudem ist hier noch ein kleiner Stau. Ja, und wir hoffen, dass wir jetzt hier dann zumindest noch einen letzten Fisch kriegen, bevor die Zeit abläuft. Mal schauen. Auch schöne Barsche manchmal unterwegs. Dann gleich mal 2 Würfe auf Barsch machen. Und dann fahren wir vielleicht nochmal zu dem anderen Spot zurück. Mal schauen. Ja, wir fischen hier in ziemlich dichten Wasserpflanzen, Seerosen, hier liegen auch Baumstämme etc. drin. Deswegen habe ich mich hier für eine Stroft GTP Typ R entschieden. Das ist ein Vierfachgeflecht, sehr, sehr rau, also das merkt man richtig wie so ein Sägezahn. Und das schneidet einfach durch all solche Wasserpflanzen durch und ist daher perfekt geeignet für so eine Krautfischerei. Zudem ist es ein bisschen steifer als normale oder andere geflochtene von Stroft und eignet sich dafür auch sehr gut für die Baitcaster und man wirft damit deutlich weniger Backlashes.
Leute, ich bin an meiner letzten Stelle für heute angekommen. Ist nicht der Spot, den mir Ton geschickt hat. Bin zwar sehr dankbar für den Spot, aber das war mir einfach zu weit zu fahren. Und hier habe ich einfach noch mal 10 Minuten mehr Zeit zu angeln. Und hier soll es auch Zander geben. Von daher versuche ich mal mein Glück. Ich hatte hier im Training einen untermaßigen Fisch. Hatte ich heute schon genug davon, den brauche ich nicht nochmal. Aber ich hoffe einfach, dass es hier gleich reintockt und ein schöner Zander am Band hängt. Barsche gibt es ja auch große. Hecht natürlich auch. Von daher wird es eine Wundertüte, aber über so einen 50er Zander würde ich mich, glaube ich, gerade am meisten freuen. Hat mich echt beeilt. Aber auch spontan entschieden, durch einen Spot zu gehen, die doch ein bisschen näher war. Come on. So Leute, das ist auf jeden Fall der letzte Buhne. So viel steht fest. Los geht's. So, da habe ich es tatsächlich noch mal ins Wasser geschafft. Auch wenn nicht mehr viel Zeit bleibt, aber ja, never give up, wie so schön heißt. Jeder Wurf zählt. Ich werde die letzten Minuten einfach noch alles probieren, was möglich ist. Und dann werde ich sehen, ob das reicht, um wenigstens noch einen Fisch zu fangen. Mehr ist meines Erachtens auch nicht mehr drin heute. Also das, eine Runde weiter, keine Chance mehr. Also so viele Wunder können gar nicht passieren. Aber ich hätte wenigstens gerne den Achtungsfisch, muss man einfach jetzt so sagen. Weg. Es ist doch nicht zu glauben. Drauf, Kuss dran, weg, war ein Barsch. Es ist doch nicht zu glauben. Wenn ich so traurig wäre, wäre zum Heulen. Ah. Okay, jetzt fahren wir nochmal zurück zum Spot, wo wir eben waren und versuchen, ob wir da noch einen Hecht dazu aktiviert kriegen, einen Köder zu nehmen. Und dann war es das. Was ein schwieriger Tag heute. Die letzte halbe Stunde ist angebrochen. Es kristallisiert sich ein Dreikampf um Platz 2 und 3 heraus. Fängt keiner mehr etwas oder können Jonas und Marc noch upgraden, ziehen die beiden in die nächste Runde ein. Fängt nur Daniel seinen Zander, fliegt Marc raus. Können Marc und Daniel den fehlenden Zander doch noch fangen, ist Jonas plötzlich Vierter. Ja, es ist verdammt eng. Sunrise Sabina. Sunrise, they say. Goodbye, Sabinis. Bring me a fish, hey, hey. Come on, Sabina. Alta Sabinis. Oh, Fisch. Fisch. Yes! Come on! Yes! Leute, nicht der gewünschte Zander, aber immerhin ein schöner Hecht. So Leute, Measuring Board ist nass. Jetzt gehen wir da oben auf Sunrise Sabina und ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Die Frage ist, wie viel? Und ein halb, was ist das? 86,5. Guck nochmal, Timmy. Ja. 87. 87.
Gar nicht mal eine halbe Stunde noch zur Angel, 87er Hecht. Richtig, richtig geil. Eine schöne Verbesserung, 30 Punkte. Ich weiß nicht, ob das was bringt oder nicht, aber es bringt auf jeden Fall was. Geil. Und der ist wirklich noch sehr, sehr fit. Er wird gleich gehen. Jo. Yes. Yes. Geil. Richtig geil. So, und jetzt noch ein Zander. Jetzt noch ein Zander. Ob es die afrikanischen Angelgesänge waren, die den Erfolgsköder erfolgreich beschwören konnten, sei dahingestellt. Dieser Hecht sorgt nicht nur für die ersehnte Full Card, aber erreicht Daniel momentan, um Mark vom Qualifikationsrang zu stürzen. Es lohnt sich ein Rückblick ins Interview vor dem Turnier. Wenn du einen Köder aussuchen musst, nennen musst, welcher Köder bringt dich in die nächste Runde? Ich würde sagen, unser neuer 12 cm Drunkbait in der Farbe Sunrise Sabina. Ich weiß nicht, ob der Fisch hat gereicht jetzt, um weiterzukommen, aber er hat auf jeden Fall mir einen richtig schönen Fisch gebracht. Sehr, sehr schön. Echt geil. Echt, echt geil. Ich meine, es ist eigentlich im Grunde genommen ein absolut geiler Angeltag. Topwater Perch. Und ja, eigentlich alles so wirklich ein geiler Tag. Pike dabei und jetzt ein schöner großer. Und klar, irgendwie ist das Turnier, man braucht den Zander und deswegen kann man nicht zu 100.000% freuen, so wie man das eigentlich würde, wenn es kein Turniertag wäre. Aber ich freue mich trotzdem sehr, sehr, sehr über den Fisch. Der Köder hat geliefert, doch ob er Daniel auch in die nächste Runde bringt, steht noch nicht fest. Ein maßiger Zander würde Mark immer noch reichen, um sich in die nächste Runde zu kämpfen. Wird ein altes Fahrrad sein oder so, was man in Holland so fängt. Schade. Das wäre auf jeden Fall ein schwerer Fisch. Ein Ast. Ach, und gelandet. Fängt alles. Wir sind wieder zurückgekommen zu dem Spot, wo wir hier die ganzen großen Hechte gesehen haben und hoffen, dass wir einen einzigen davon jetzt noch fangen können. Drückt uns mal ganz fest die Daumen, dass das klappt. Ja, wir sehen jetzt, hier ist ein ganz bisschen Strömung, da pumpt jetzt ein bisschen Wasser raus. Das könnte jetzt klappen. Auch ein bisschen trüber, ein bisschen mehr Schatten. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Oh. Alles voll mit großen Karpfen hier. Auch noch. Mann, wie viele Fische stehen denn hier an diesem Platz? Das ist einfach nur Wahnsinn. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Die Fische haben einfach gar keine Lust bei der Hitze, irgendwas zu fressen. Alter Schwede, ein neuer Spot. Vor uns das ganze Wasser. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier kommen sie jetzt. Bestimmt 100 Brassen. Ich traue mich da gar nicht durchzufischen. Alter Schwede, wo kommen die denn alle her? Flo fischt weiter auf Hecht und auch Jonas, der seine Full Card unbedingt noch verbessern will, hat es jetzt wieder auf diese Fischart abgesehen. Wir sind jetzt noch mal am Polder gefahren, haben wir die Karte voll. Hier besteht einfach die Chance, noch ein Upgrade zu machen. Aber die Barsche hatten eh keinen Bock mehr. Neben uns sind Kinder ins Wasser gesprungen, war dadurch eh das Thema durch. Ich bin froh trotzdem. Also kann mich nicht beklagen. Wir hatten doch viel Struggle die ganze Zeit gehabt, aber es hat ja doch noch funktioniert. Und wenn jetzt noch ein Hecht käme, natürlich wäre das der Oberknaller. Wir schauen einfach mal. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Ein riesen Barsch drauf gehabt, das gibt's doch nicht. Auf den Köder hier gerade. Das gibt's doch nicht. Auf die 18 cm Forelle oder das Rotauge, riesen Barsch gerade drauf gehabt. Einfach nur hängen gelassen. Ist aber nicht hängen geblieben. Kam hoch, 2 Schüttler und weg. Oh. So Leute, wir machen jetzt noch mal einen größeren Chatterbait ran. Und dann schauen wir mal. Heute klappt nichts. Es ist echt Wahnsinn.
Die letzten Minuten laufen und einen Fisch haben wir noch. Wer fängt ihn und wer kommt weiter? Fisch, Barsch. Barsch auf den letzten Minuten. Das gibt's ja nicht. Bitte bleib dran, Baby. Bitte bleib dran. Kein Monster, aber ein Barsch. Jawohl! Ein Barsch. Ein Barsch. Oh, das gibt's ja nicht. Leute, die letzten Minuten sind angebrochen und jetzt beißt hier tatsächlich noch ein Barsch. Wahnsinn. Das ist einmal ein würdiger Abschluss. Jetzt messen wir den mal und dann wird wahrscheinlich die Zeit fast durch sein. Kein Monster, aber bei der Hitze immerhin ein Fisch. Legen wir den mal schnell auf die Matte und dann schnell zurück. So. Was hat er? So. Ist drüber, das heißt 34 Zentimeter. Ja, immerhin noch ein 34er Barsch, nachdem ich gerade ein Riesenviech noch verloren habe. Der darf jetzt schnell wieder schwimmen. Der letzte Fisch des Tages geht an Flo Hassenpflug von Stroft. Eine Veränderung in der Tabelle bedeutet er nicht mehr. Wir hören uns nun die Statements der Angler an, bevor es zur Ergebnisverkündung geht. Wieso habe ich diese Karte nicht vorgekriegt? Ein Zander in 5,5 Stunden. Ich würde denken, es kann nicht so schwer sein, aber es ist schwer, versprochen. Ja, liebe Zuschauer, der wohl letzte Wurf für mich bei der YPC 2022. Das mit dem Hecht-Upgraden hat halt nicht mehr geklappt, aber man muss es ja auch ausprobieren. Ne? Also wenn dann einer gekommen wäre, hätte ich gesagt, okay, die Chancen sind da, dass ich vielleicht irgendwie auf Platz 3 weiterkommen könnte, aber ich habe jetzt irgendwo bei 450 Punkten rum. Das wird bei uns in der Gruppe nicht reichen. Also gehe ich ganz stark von aus. Also dafür hatten die Jungs am ersten Tag schon zu gut gefangen. Aber im Endeffekt, ich habe einen schönen Fisch gefangen, ich habe eine Full Cut gemacht, ich habe das, was ich wollte. Also das habe ich am Anfang gesagt, dass ich eine Full Cut möchte und den Fisch habe ich gar nicht gesagt, ich wollte nur eine Full Cut haben. Daher, es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Hoffe, euch hat es auch etwas gefallen mit mir. Vielleicht sieht man sich nächstes Jahr, ich weiß es nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, haut rein, ciao. Oh. Ja Leute, das war's. Es ist eine Bullenhitze. Ich bin fix und fertig. Wir haben heute wirklich schöne Fische gesehen. Ich hatte schöne Fische dran. Ich stand mir vielleicht ein bisschen selbst im Weg. Den einen oder anderen Fisch leider verloren oder hatte ihn kurz drauf. Das war natürlich ärgerlich. Das ist Angeln, das kann passieren. Aber immerhin bei der Bullenhitze ein Hecht gelandet, eben noch ein Barsch gelandet. Ich denke, das ist okay. Damit werden wir wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld liegen. Aber ich denke, fürs Halbfinale wird es wohl nicht ganz reichen. Aber trotzdem war es ein sehr schöner Tag am Wasser. Das war's dann wohl. Oh Mann. Das war jetzt gerade mein letzter Wurf sozusagen, ist jetzt umgesprungen auf 4 und oh Mann, ey, keinen maßigen Fisch gefangen heute. Ja, ich bin ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Aber wenn man morgens falsch anfängt,
Ja, dann ist das so. Dann läuft irgendwann die Zeit gegen einen. Jetzt habe ich schon ewig an der Wahl probiert, mal einen Zander zu fangen, hatte eine untermaßige. Im Nachhinein würde ich sagen, ich gehe erstmal Spaßangeln, versuche mal ein paar Topwaterfische und so zu fangen und lege mir dann die letzten 3 Stunden oder so auf den Zander. Aber im Turnier unter Druck braucht man halt eben unbedingt den Zander und dann, wenn das nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Oh, scheiße, ey. Ja, was soll ich sagen? Ich bin echt enttäuscht. Aber so ist es manchmal. Wenn es so Tage nicht gäbe, dann würde es ja gar keinen Spaß mehr machen. Mein erster Tag war natürlich grandios im 52er Barsch und habe eben den Zander nicht fangen können. Von daher, ich glaube, das wäre die Eintrittskarte gewesen in die nächste Runde. Somit ja, verabschiede ich mich. Wünsche den Teilnehmern, die noch dabei sind, viel Glück, viel Erfolg und vor allem viel Spaß. Spaß soll es immer machen. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und ja, heute ist nicht aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Adieu. Oh Mann, oh Mann. Tja, für mich ganz klar ein absolutes Desaster. Aber zuerst natürlich Petri, an alle anderen in meiner Gruppe. Ihr habt es deutlich besser gemacht als ich. Ich habe es einfach nicht geschafft, das, was ich im Training gefangen habe, irgendwie in den Wettbewerb reinzubringen. Ich schätze einfach mal, dass meine Spots vor allen Dingen bei schlechtem Wetter gut waren. Jetzt, wo wir diesen Wetterwechsel hatten mit viel Sonne, die nicht mehr so funktionieren. Und mir haben da schlichtweg die Alternativen gefehlt. Aber ob sie funktionieren oder nicht, merkt man immer erst im Wettbewerb. Von daher, naja, es ist wie es ist. So ist Angeln leider auch. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank vor allen Dingen an Savage Gear für die Möglichkeit, dass ich hier teilnehmen durfte und die tolle Unterstützung bei dem Ganzen. Und mir tut es natürlich außerordentlich leid, dass ich ja, das nicht so zurückgeben konnte in Form von schönen Fischen. Und natürlich vielen Dank an alle, die mir die Daumen gedrückt haben, nichtsdestotrotz, und mich vor allen Dingen beim Training unterstützt haben. Es waren harte Tage, viele Kilometer gegangen, viele Kilometer gefahren, aber trotzdem, es hat nicht gereicht. Es ist sehr schade, weil man da echt viel Zeit und Nerven investiert hat. Aber tja, es ist wie es ist. Also trotzdem, Dank an alle und bis bald. This was the end of the first round of YPC, so the end of day 2. I think we can be pretty satisfied. So I caught what I wanted to catch, 2 big pike, and then I said I would free roll for a topwater fish, and I think we did a pretty good job there. We lost the big pike on topwater, and in the last half hour, I think it was, we caught an 81 centimeter pike on topwater, which is extremely, extremely nice. That was really all I could wish for. And I want to thank Westin for letting me do this, of course, because I'm having a great time and it's just so much fun here. And then of course Luke Koppes, Chris Blumert, Tom Beerings, to train together and yeah, to share all the wisdom to this young guy. All right, we will see you in the prize giving. So, das ist der berühmte Wecker. 16 Uhr. Leute, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, die Sendungen hat Spaß gemacht. Mich hat es wirklich auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. 2 echt krasse Tage. Ich bin echt gespannt auf die Ergebnisse. Wie gesagt, mein Gefühl sagt mir, es hat leider noch nicht gereicht. Ich denke, ein 42er Zander, also wirklich ein maßiger Zander, damit hätte es dann gereicht. Das habe ich aber nicht geschafft. Also ich denke schon, damit bin ich in 4. oder 5. Stelle. Aber es war trotzdem 2 geile Tage, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, die Sendungen hat euch gefallen. Ich hoffe, die weiteren Sendungen gefallen euch. Lasst einen Kommentar da, feiern weiter die YPC. Unterstützt uns bitte weiter, so wie ihr das wirklich macht. Vielen, vielen Dank auch dafür. Danke an meine Frau für den Support, dass ich überhaupt hier ständig hinfahren kann. Und ja, ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Wahrscheinlich nicht bei YPC Bank, aber dann spätestens bei YPC Boot. Ciao, Leute. So it's time for the announcement of the results in Group C. We had to
tough fishing days, or you had tough fishing hours at least, but you also showed us some really, really big fish in that group. Congratulations to that. Last year he failed to catch one perch in the group stage. This year he brought them in right away, and I think when you throw out 40 centimeter perch out of your full card, you know it's a pretty solid result. So congratulations, winner of the group, Toon van Ham. Thank you. Good job, Toon. Yeah, only Toon caught a Zander on day one. So that means that 5 anglers were really looking for Zander today. And one guy managed this task pretty well. After 3 Zanders, he could also get the missing perch. Congratulations, second place, Jonas Töllner. Yeah, for the rest of the group, the Zander fishing was a real struggle today. And so it was not very surprising that one single fish decided who's going to make it into the next round. The much bigger surprise was that this fish was not a Zander but a pike. Welcome to the next round, Mr. Daniel Andriani. Wow, can't believe it. That pike was important, huh? Yeah. Yeah, 30 minutes to go. You were still third, Mark. And then Daniel caught a big pike. Wow. Wild Zander fishing. Another big pike. Yeah, another big pike. Well done. And he was complaining, whining the whole time, and I was not trying to get him up. And he was like, I don't have any 14-gram jig heads anymore. And I was like, well, I guess you won't need them. Das war's. Toon, Jonas und Daniel ziehen in die Zwischenrunde ein. Marc, Flo und Christian müssen sich leider verabschieden. Auch wenn es natürlich nicht sein Wunsch war, Christian sendet mit diesen 2 unglücklichen Angeltagen eine Botschaft, die gerade für Anfänger und Gelegenheitsangler aller Altersklassen extrem wichtig ist. Ich habe es in Gruppe B schon einmal gesagt und wiederhole es an dieser Stelle gerne noch einmal. Wenn so ein unglaublich erfahrener Angler wie Christian Wienecke, ausgestattet mit Top-Tackle, in allen Variationen nach Wochen intensiver und erfolgreicher Vorbereitung mit Tipps von Freunden und Kollegen an sehr guten Gewässern 2 ganze Tage keinen Wertungsfisch fängt, dann liegt das schlichtweg daran, dass Angeln nicht einfach und schon gar nicht 100% planbar ist. Lasst euch nicht blenden von Instagram-Fotos und Facebook-Beiträgen, auf denen es so aussieht, als würden alle ständig nur große Fische fangen. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass alle Angler immer mal wieder ohne Fisch nach Hause fahren, und da der YPC echt ist, passiert das natürlich auch hier. Wer Toon, Daniel und Jonas in Gruppe 2 der Zwischenrunde herausfordern wird, erfahrt ihr in den beiden letzten Sendungen der Gruppenphase am kommenden Donnerstag und Sonntag. Bis dahin freuen wir uns über Likes, Kommentare, neue Abonnenten und Support bei uns im Onlineshop oder im stationären Fachhandel. Ciao!